Father, Lieber himmlischer Vater, thank you for this day you gave us, danke Herr für diesen Tag, den du uns gegeben hast and also for the possibility to come here this evening together. und auch für die Möglichkeit, jetzt hier zusammen zu kommen. Pray that you please bless this hour of study and be with us. Bitte segne diese Stunde des Studiums und sei mit uns. And also bless our brothers who can't be here right now. Und bitte segne unsere Brüder, die jetzt hier nicht bei uns sein können. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. Okay, so the notes are in the live stream group. Die Notizen, die sind in der Livestream-Gruppe wie üblich. Okay, and this evening we want to look at another point about the prediction. Und heute Abend wollen wir einen weiteren Punkt über die Vorhersage anschauen. It might be not in a sense such a new point, but maybe like a addition to something that we already looked at. Und das mag vielleicht jetzt nicht irgendetwas Neues sein, sondern eine Hinzufügung zu das, was wir bereits angeschaut haben. Okay, so we have here the last reform line, right? So, hier oben haben wir die letzte Reformlinie. And what is this? By which time is the Sunday law typified by? Und durch welchen Zeit wird das Sonntagsgesetz vorausgeschattet? Which ancient time? Welche Zeit der Antike? Yes, which was? Which time period? 1260? Die 1260. From 538 to 1798, right? Von 538 bis 1798. So, and we looked at this already many times because we understand, right, this is this here. Wir haben das bereits öfters mal angeschaut, denn das hier ist auch diese gesamte Linie hier unten. But when you look at the parallels, this box is also parallel to this box. Aber wenn man die Parallele betrachtet, diese Kasten hier ist auch parallel mit diese Kasten hier. So in this sense, okay, even though this is the whole Sunday law time period, which is this here. Und obwohl das hier, was das gesamte Sonntagsgesetz ist, ist auch das gesamte Linie hier unten. So in this sense you have 538 here. So in diesem Sinne hat man 538 hier markiert And 1798 here at the final review. und 1798 am Ende, am Finale Untersuchung. But since this is also parallel to this here, Aber weil das hier auch parallel ist mit dies hier, what can I also mark here? was kann ich auch hier markieren? 1798. 1798. Okay. But we must always determine the symbols based upon the Aber wir mussten immer die Symbole bestimmen, basierend auf context. Yes. das Kontext. Okay, so we understand Zusammenhang. this is not really the deadly wound, right? Wir wissen, dass hier am Mitternacht ist nicht tatsächlich das tödliche Wunde. Because it's just the end of the first time of trouble, Es ist nur markieren das Ende vom ersten Zeit des Trübsals. and then a little time of peace comes. Und dann kommt eine kleine Zeit des Friedens auf. But we understand the woman gets back here and gets manifested, right? Aber wir verstehen, dass die Frau kommt wieder auf an diesen Punkt und wird manifest werden. And it's here where she gets the deadly wound. Und es ist hier am Ende, finale Untersuchung, wo sie ihre tödliche Wunde erhält. Therefore, at midnight, why is there a little time of peace? So, am Mitternacht, warum gibt es eine kleine Zeit des Friedens? Why? Warum? Based upon what we just spoke about. So basierend darauf, was wir gerade gesprochen haben. Prepare you for the next time. Forgotten for a while. Yes. What did you say, Marit? The womb is forgotten for a while.
so dass die Frau für eine Zeit vergessen No, I wird. mean, Isaiah 54. Let's go to, yes, also, but let's go to Revelation 18. Lass uns zu Offenbarung 18 gehen. It speaks about the judgment of Babylon, right? Und er spricht über das Gericht auf Babylon. And let's read verse 24. Vers 24 lesen wir. Marcus, you want to read this? It says, "And the light of a candle shall shine no more at all in thee, and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee. For thy merchants were the great men on the earth, for by thy sorceries were all nations deceived. Let's read verse 24. And in her was found the blood of prophets and of saints and of all that were slain upon the earth." Yes, okay. So according to verse 24, all the blood that is shed is because of this woman. So, Okay? gemäß Vers 24, alles Blutvergießen ist aufgrund von dieser Frau. Because who is this woman also? Denn wer ist diese Frau auch? Yes, Satan. Right? Satan. Because this woman, according to Revelation 17, set upon how many kingdoms? Denn diese Frau, gemäß Offenbarung 17, ist auf wie viele Königreiche gesessen? So, Yes, on all the seven, right? alle 7. So it's Satan controlling the mind of the kings, right? Es ist Satan, der das Verstand der Könige kontrolliert. And it's no accident that Satan manifests himself in the Virgin of Mary, right? Und es ist kein Unfall oder kein Zufall, besser gesagt, dass Satan sich in den Jungfrau Mary manifestiert. He's this woman, okay? Er ist diese Frau. Okay, so in this sense, we can see here this woman gets kicked off, and also here. Okay, Hier können wir sehen, dass diese Frau niedergestoßen wird und auch hier. and that's why there's a little time of peace. Und darum gibt es eine kleine Zeit des Friedens. But we understand the woman comes back. Aber wir verstehen, dass die Frau wieder aufsteigen wird oder wieder zurückkommen wird. Therefore, the persecution again starts. Und dadurch Verfolgung wird wieder aufkommen. Okay, so and what did we study? What happens here when the woman gets kicked off? Und was haben wir studiert? Was geschieht hier, wenn die Frau von der Tier gestoßen wird? What do the They make a leak. they make a leak, right? Also die machen ein Bündnis. Okay, so this is this time where the leak is made, Hier findet sich der Zeit, wo dieses Bündnis, and we listed Geschlossen wird. like many leaks here. und wir haben viele von diesen Bündnisse hier aufgelistet. Just give me 3 examples. Gib mir 3 Beispiele. The first three. Der erste 3. If you want. External or internal? Just external. We speak about the kings here. Legal nation. You give an easy question, The you make it United difficult. Nations, the 40 commandments, would be the first three. Okay. Yes. So the League of Nations was after the Also die First, Völkerbund war nach dem after the First World War. Nach dem right? Ersten Weltkrieg. So here's the First World War, Erster Weltkrieg, and then a little time of peace came, and then the Second World War. kleine Zeit des Friedens und danach der Zweite Weltkrieg. Okay, so there was this League of Nations then. Also dieser Völkerbund wurde aufgeschlossen. And because this is also this, right? Und weil das Gesamte hier auch das hier oben ist, What happened at the end of the Second World War? was geschah am Ende des Zweiten Weltkriegs? Yes, the United Nations were formed, right? UNO wurde zusammengeschlossen. So in principle, you can stick therefore this United Nations also here. Im Prinzip, weil es hier ist, kann man auch den UNO hier auch aufmarkieren. The League of Nations and United Nations is like one and the same thing. Das Völkerbund und das UNO im Grunde sind ein und dasselbe und zu verschiedenen Zeiten. Okay. And Maris mentioned also the 14th Amendment, Und Marius hat der 14. Zusatzartikel. Zusatzartikel des Verfassungs erwähnt. Okay, what was it about? Und worüber handelt es sich And when was it implemented? und wann wurde es eingesetzt? After the 4 years of
USA Civil War. Exactly. Also Okay. nach den 4 Jahren des amerikanischen Bürgerkriegs. So we understand the First World War was 4 years, the US Civil War was 4 years between the North and the South, right? Wir verstehen, dass der Erste Weltkrieg war 4 Jahre lang und der US-Bürgerkrieg war auch 4 Jahre lang und das war ein Krieg zwischen Norden und Süden, der hier aufkommt. And then they aufgekommen made ist. this 14th Amendment. Und die haben diese 14. Zusatzartikel des Verfassungs gegeben. Yes. And what did it state? Und was hat es beendet? Was war da drin geschrieben? Was not so much against slavery. I mean, it was. I don't know if there was also something about slavery in it, but. Also ich weiß nicht, ob es auch Sklaverei behandelte, aber After the amendment, every citizen was a citizen of his state, but after the amendment, you were like a US-Bürger. yeah, US citizen. So, vor dem Zusatzartikel, jeder war ein Bürger von den jeweiligen Staaten des USAs und nach der Zusatzartikel war jeder, unabhängig von welchem Staat du kommst, ein US-Bürger. Yes. Okay, so we have the League of Nations, we have the UN, Also Völkerbund, der UNO 14th. und der 14. Zusatzartikel des Verfassungs. And there are other leagues, right? Und es gibt aber auch andere. Who gave the papacy the deadly wound here? Wer hat den Papst den tödlichen Wunde hier gegeben? Berthier, aber Napoleon. Berthier, yes, under Napoleon. Also right? es war unter Napoleon. And did Napoleon also made a league? Und hat Napoleon auch ein Bündnis beschlossen? Yes, right? Ja, Was the so-called Confederation of the Rhine, das war der Rheinbund. wirklich so einfach. Mhm. Das war der Rheinbund. Okay, so I will just put Rhine League here. And how do you spell Rhine in English? N, Like this? yes. Okay, Rhine League. I think so, anyway. And maybe it's I-N-E, but doesn't matter. That's actually the German. Huh? Yes, I-N-E. Yes. You're already more German than British. For sure. Okay. So, yes. And I want to come now to this point here and also about what Napoleon did here. Und ich Okay. möchte zu diesem Punkt hier ankommen und auch darüber sprechen, was Napoleon hier tat. Because we can see, okay, since this is midnight is typifying the final review, right? Und weil wir sehen können, dass Mitternacht den finale Untersuchung vorausschattet, So therefore something must happen to the King of the North here. Right? so auf diesem Grund, irgendetwas muss der König des Nordens hier passieren. Must somehow get restrained. Er muss auf irgendeine Weise gezügelt werden. And we understand that's this punishment that will come upon him here, right? Und wir verstehen, dass das eine Bestrafung, der auf ihm hier an diese Wegmarke kommt. Okay, but this is not the deadly wound. Aber wieder betonen, es ist nicht das tödliche Wunder. But it's typifying the deadly wound. It's like a small measure of it. Aber es schattet das tödliche Wunder voraus, es ist wie eine geringere Maß davon. It's something that will hold the King of the North in check for a while. Es ist irgendetwas, was das König des Nordens zurückhält für eine Weile. And let's just go to Jeremiah 37 again. Jetzt gehen wir zu Jeremia 37. We looked at this chapter quite frequently in the last days. Wir haben diese Kapitel einige Male in den letzten Tagen und Wochen angeschaut. Let's just read verse 4 and 5. Wir lesen die Verse 4 und 5. And Philip, you want to read this first, please? Now Jeremiah came in and went out among the people, for they had not put him into prison.
Then Pharaoh's army was come forth out of Egypt, and when the Chaldeans had received Jerusalem for tidings of them, they departed from Jerusalem. Yes. Okay. So we see Jeremiah was not yet cast into prison, so it's before the midnight cry. So hier sagt es, dass Jeremia noch nicht im Gefängnis geworfen ist, also das heißt, dass es noch vor der Mitternachtsrufe ist. And we see now the king of the north, Babylon, that besieged Jerusalem, hastening away. Und wir können sehen, der König des Nordens, der Jerusalem, also Babylon war, der Jerusalem belagerte, eilte jetzt weg. So it's right here, right when Cestius flees away. So diesen Versen sind gerade hier markiert, auch bei Cestius, der hier And wegflieht. it's Egypt, the king of the south, coming at him, which marks the north fleeing away. Right? Und es ist Ägypten, der kommt gegen ihn und das markiert das Norden, der wegflieht. And Egypt is the south. Und Ägypten ist das Süden. So, and who rose up against the king of the north here in 1798? 1798, wer kam gegen das König des Nordens hier herauf? The south. Das Right? Südmacht. So we see the exact parallel illustrated on this line. Also genau Okay. dasselbe Parallel hier auf diese Linie markiert. Okay. And the south is this communistic, atheistic anarchy system. Okay. Und die Süden sind diese kommunistisches, sozialistisches, anarchistisches, marxistisches Bewegung. Yes. Sorry? Atheistisches. Atheistisch auch. So, and how is it manifested at the moment before our eyes? Und gerade vor unseren Augen, wie wird das hier und jetzt manifest? Because this is here 2014, right? Und das ist 2014 hier auch, This is 2016. 2016. And what is going on at the moment? Und was geschieht gerade in der Welt im Moment? Antifa und Black Yes. Lives Matter und all diesen. Yes, exactly. Okay. So we see how these things are now transpiring before our eyes, and they will reach the culmination here at midnight. Okay. So, diese Antifa und Black Lives Matter und all diesen extrem linken also in Amerika, die Demokraten sind dahinter und wir werden sehen, wie diese Dinge sich immer mehr steigern bis auf Mitternacht zu. Yes. All right. And then there will be something put in place, Und dann wird irgendetwas hier aufgestellt, which will also be linked to this league. was Okay. natürlich mit diesem Bündnis zusammengeschlossen This is what we ist. want to look at tonight. Und das ist das, was wir heute Abend anschauen möchten. Okay. Let's go now to our notes. So, lasst uns jetzt zu unseren Notizen kommen. And let us first read here these quotes from Great Controversy. Und wir lesen diesen Zitaten von Großen Kampf. And it speaks about how the United States rose to power. Und es spricht über, wie den USA zur Macht gekommen ist. Then, because we understand, in 1798, when the papacy received the deadly wound, Denn wir verstehen in 1798 die Zeit, wo der Papst sein tödliche Wunder erhielte. who came up? Wer kam herauf? Die USA. United States, right? Die USA kam hier herauf. And how did it come up? Und wie ist es heraufgekommen? Peacefully. Like a lamb, right? Wie ein Lamm. In a time of peace or in a peaceful state. So Okay. zur Zeit des Friedens oder in einem friedevollen Zustand. Okay, let's read this quote. Zitat jetzt. David, I think it's your turn. And he had two horns like a lamb, and lamb-like horns, and he had youth, innocence, and gentleness. Fitly representing the character of the United States, when presented to the prophet as coming up in 1798. Among the Christian exiles who first fled to America and sought an asylum from royal oppression and priestly intolerance were many who determined to establish a government upon a broad foundation of civil and religious liberty. Their views found place in the Declaration of Independence, which sets forth the great truth that all men are created equal and endowed with the inalienable right to life, liberty, and the pursuit of happiness. And the Constitution guarantees to the people the right of self-government, providing that representatives elected by the popular vote shall enact and administer the laws. Freedom of religious faith was also granted, every man being permitted to worship God according to the dictates of his conscience,
Republicanism and Protestantism became the fundamental principles of the nation. These principles are the circuit of its power and prosperity. The oppressed and downtrodden throughout Christendom have turned to this land with interest and hope. Millions have sought its shores, and the United States has risen to a place among the most powerful nations of the earth. Okay, so yeah, it speaks about how the United States came up here, So spricht über wie den USA aufgekommen and ist. the government was based upon what? Und die Regierung würde auf was basiert? What does it say? Was sagt es? Yeah. Civil and religious liberty, right? Zivile und religiöse Freiheit. Okay, and what guaranteed these liberties? Und was hat diese Freiheiten so beschützt oder garantiert? Constitution. Yes, the Constitution. Die Right? Verfassung. Okay, so therefore we have here the Constitution, right? So hier, deswegen markieren wir die Verfassung. And I put down Constitution established. Und ich schreibe hier, dass die Verfassung aufgestellt oder etabliert wird. And this guaranteed these two horns like a lamb. Und das ist, was diese zwei Hörner wie ein Lamm garantierte. And what were these two horns? Und was waren diese zwei Hörner? Republicanism and Protestant. Republicanism, Protestantism. Republikanismus und Protestantismus. Okay, so therefore the United States came up as a what kind of governmental form? So, in diesem Sinne, den USA ist aufgekommen in was für einem Regierungsformat? Republic. Eine Yes. Republik. Okay, so started as a republic. Okay. Fing als eine Republik an. What other nation, ancient nation, started as a republic and ended in a dictatorship? Welche andere Nation in der Antike fing als eine Republik an und hörte als eine Diktatur auf? Yes, was Rome, right? Das war Rom. So I just put down here, therefore Rome. So, Okay. ich mache hier in Klammern auch Rom. Okay. Now let's read the next quote. Nächste Zitat. And Daniel, you want to read this for us, please? Such action would be directly contrary to the principles of this government. Okay, she comments now when the United States will speak as a dragon. Okay. Und sie spricht hierüber, über die Zeit, wo den USA wie eine Drache sprechen wird. Okay. To the genius of its three institutions, to the direct vows of the Declaration of Independence, to the Constitution, founders of the nation wisely sought to guard against the employment of secular power on the part of the Church, with its inevitable result, intolerance and persecution. The Constitution provides that the Congress shall make no law respecting the establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, that no religious test shall ever be required as a qualification to any office or public trust under the United States. Only in flagrant violation of these safeguards to the nation's liberty can any religious observance be enforced by civil authority. But the inconsistency of such action is no greater than is represented in the symbol. It is the beast with lamb-like horns, in profession pure, gentle, and harmless, that speaks as dragon. Okay. So when it speaks as a dragon, what happens with the Constitution? So, wenn es spricht wie eine Drache, was geschieht mit der Verfassung? It's changed. Yes, so basically taken away, right? Also, es wird weggenommen oder verändert. So, and it's here where the United States will speak as a dragon. Und es Right? ist gerade hier, wo den USA wie eine Drache sprechen wird. Okay, so here is the Constitution. Made void. Okay. Also hier wird der Verfassung außer Kraft gesetzt. Okay. So, but this is also where on our line? Aber das ist auch wo auf unserer Linie? This here is where? Das ist wo? Yes. It's also here. Das ist auch hier. Okay, so also here Constitution is made void. Okay. Auch hier wird die Verfassung außer Kraft gesetzt.
Okay. So who can already see what I want to say with this? So, wer kann bereits erkennen, was ich hier sagen möchte? About the Constitution? Yes. It's The Constitution. clearly written on the board. Es ist klar auf den Tafeln geschrieben. Yes. Yes. Okay. But our topic was right. We want to look at what happens here at midnight, right? So, unser Thema war, wir möchten hier am Mitternacht veranschaulichen. Constitution. So will be set up at midnight. yes, exactly. Also die Verfassung wird aufgestellt am Mitternacht. Very easy. You just take this box and parallel with this box. Okay. Diese Kasten und legst es parallel mit diese Kasten. Okay. So at the Sunday law, right? The Constitution made void. So am Sonntagsgesetz, die Constitution, also die Verfassung, wird außer Kraft gesetzt. Okay. And here it must be established. Und Okay. hier an Mitternacht, es wird aufgestellt. I thought you were talking about our line. Yes, that's all then. Das ist unsere Linie. But the Constitution is in place at the moment. Yes. Okay. But Also Marius sagt, dass die Verfassung bereits aufgestellt ist zurzeit. Das ist ein anderer Tag. we must understand, right, that these are types. Okay, principles. Wir müssen verstehen, dass das hier Typen sind, das sind Prinzipien. Yeah. Even though the Constitution is officially still in place, So, obwohl die Verfassung immer noch offiziell aufgestellt ist, there are many laws made that are in the unconstitutional. gray zone. Okay. Also es gibt viele Gesetze, die im Platz gerade sind, die sind sehr fragwürdig in Zusammenhang mit der Verfassung. For instance, right, these hate speech laws. Zum Beispiel diese Hasssprache-Gesetze. I mean, the Constitution guarantees freedom of speech and of opinion and all these things. Also Okay. die Verfassung garantiert die Freiheit, sich zu äußern und deine Meinung zu haben und so weiter. Okay. So, therefore, there will probably I'm thinking along these terms that when the Constitution is established, something will be again reinforced of the Constitution, which was kind of watered down in the time before. So, Okay. meine Gedanken gehen in die Richtung, dass hier wird irgendetwas unterstrichen in der Verfassung und durchgesetzt, was verfassungsgemäß ist, was hier in dieser Zeit grau war oder Verwässert wurde. verwässert wurde. Yeah. So, therefore, that the Lord will illustrate this principle. Dass Okay. der Herr dieses Prinzip klar darstellen wird. Mhm. That if we follow the principle then in the Sunday law, I mean in 2014 we should find something that make the Constitution. So, wenn das der Prinzip treu ist, dann Ja. 2014 sollten wir irgendetwas finden, was der Verfassung in Frage gestellt ist, gemäß der Verfassung. Yes, Also we should look for this. Yes. There's probably something, Women Pastors. Yeah, 2001. but this would be internal. Okay. Mhm. This English law was not more than. Yes, but speaking about 2014. 2001 would be here. Talking about here where the Constitution was made void. Yes. So spricht hierüber, wo Marius hat eine Frage gestellt, er sagt so, wenn das hier treu sein mussten, dann mussten wir 2014 irgendetwas finden, was die Verfassung in Grauzone war, also so entgegengesetzt der Verfassung aufgekommen ist. Ja. So we must search for it. So, Okay. wir mussten demnach suchen. And I'm pretty confident that there will be something. Und ich bin sehr sicher, dass wir da irgendetwas finden würden. Okay. So so that's basically my point, okay, that there will be something
with respect to the constitution that will reinstate it or re-establish certain principles that were under attack beforehand. So, das ist mein Punkt, dass hier gewisse Sachen in der Verfassung, die vorher zumindest unter Angriff waren, werden wieder verstärkt an diesem Punkt. Because it was the constitution, as we read, that brought this liberty, right? Denn This es freedom. war die Verfassung, wie wir eben geschrieben haben, die diese Freiheit, diese Frieden gebracht hat. It was the constitution that hinders the woman to get on the seat, right? Es war die Verfassung, die verhindert, dass die Frau wieder auf dem Thron der Erde steigt. Okay. And therefore, here the constitution is made void, therefore the woman sits again on the kings, Und right? hier die Verfassung wird wieder aus der Kraft gesetzt und dementsprechend die Frau sitzt wieder auf die Könige. And this, the same in the fractal also at the midnight cry, the woman again will manifest Und itself. hier in diesem Fraktal wird es dasselbe sein, die Frau wird sich hier wieder manifestieren. Okay. So, and Sis White, she has this comment where she said that there are people in the government that the Lord uses to work for God's people. Okay. Und Ellen White hat diesen Zitat, wo sie sagt, es gibt gewisse Menschen, die in Positionen in der Regierung sind, die sind da und sie arbeiten für Gottes Volk. Yeah. They will use the constitution to bring in liberty and Also, freedom. die werden die Verfassung benutzen, um Freiheit und Frieden in diese Zeit hineinzubringen. Okay, so now let's look at this more fully. Lass uns das näher betrachten. Let's go back to our notes. Zurück zur Notizen. And this is now a quote taken from Prophetic Faith of Our Fathers. Das ist ein Zitat, der von die prophetische Glauben unseres Vätern entnommen worden ist. And let's read what happened here now in 1798 in the French Revolution. Und wir werden lesen, was hier zur 1798 in der Französischen Revolution And stattfand. before we read this, let's go to Revelation 11, Und noch bevor wir das lesen, lass uns zur Offenbarung 11 gehen. because Revelation 11 speaks about the French Revolution. Offenbarung 11 spricht über die Französische Revolution. So, and let's read verse 7 and 8. Die Verse 7 und 8 lesen wir. Okay, I don't know whose turn it is. I think Benno's turn. And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them, and kill them. And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. Yes. Okay, so it's France, right? So, es ist Frankreich. How many horns does France have here? Wie viele Hörner hat Frankreich? 2 horns. 2 Hörner. Sodom and Egypt. Sodom und Ägypten. Okay, so France is therefore a type for the United States. Deswegen ist Frankreich eine Typus für den USA. Okay, now let's read this quote here. So, lasst uns diesen Zitat jetzt lesen in unserer Notiz. Daniela? There's yet another fact which was brought about by the French Revolution. The revolution had given it to the new concept to man of his dignity, his rights, his relationship to his fellow man. There must follow of necessity a new concept of law. Okay, so what did the French Revolution also brought about? So, was brachte der Französische Revolution herbei? Law. Yes, a new concept of law. Eine neue Verfassung des Gesetzes. Okay, let's read the next paragraph. Nächster Absatz. The French had long felt the need of a new and more unified law. Therefore, the revolutionists promised, among other things, a new code for the people. However, it needed the strong will and leadership of Napoleon to complete the codification of civil laws. In 1804, the task was finished and the code was accepted. This became the first great
codification of law since the time of Justinian. Under the auspices of Justinian, Roman law was codified by 529 and in an imperial prescript in 533. The Roman bishop was recognized as the head of all the churches and given full authority as such. Okay, stop here. So, what does now the writer here compare with each other? So, der Schriftsteller, was vergleicht er hier miteinander? Yeah, Napoleon and French government and What Rome. yes, what other law was in place before the French Revolution? So, welche andere Gesetz wurde aufgestellt noch vor der Französischen Revolution? Roman Law. Yes, was the Code of Justinian. he said, Diese right? Kodex von Justinian, der And- römische Gesetz. And what was the Code of Justinian? Und was war dieser Kodex von Justinian? What does he say here? Was sagt es hier? Roman. Roman bishop. Yes, exactly. Okay. Want to translate this? Also der römische Bischof würde anerkannt als der Haupt von alle Gemeinden. So, what event is this? Welches Ereignis ist das? Sunday law. Das ist das Okay. Sonntagsgesetz. So here you have the Code of Justinian, So hier haben wir diese Kodex von Justinian, who puts the papacy on the throne. Right? der den Papst auf den Thron stellt. Yeah. Okay, and now the church rules over the state. Und jetzt herrscht die Gemeinde über den Staatsmacht. Okay, let's just finish this paragraph. Sister Margaret, please. The recognition as well as that of the canons of the first four ecumenical councils was incorporated into the Justinian Code. Thus the Catholic faith was recognized as the only orthodox religion of the empire, and the two mighty forces of state and religion were legally united. Okay, so under the Codex of Justinian, church and state was united, and Catholic faith was the only true faith, right? Unter den Kodex von Justinian, Staatsmacht und Kirchenmacht würde zusammengebracht und die katholische Glaube war der einzig wahre anerkannte Religion. Okay, and this was in the 1260, Das war die 1260, but at the end, the French Revolution gave a deadly wound to the Pope. aber Okay. am Ende, nach der 1260, der französische Revolution hat den tödliche Wunde den Papst erteilt. And we read what other code was then put in place. Und wir haben gelesen, was für eine weitere Kodex wurde aufgestellt. Napoleon. Napoleon, right? Die des Napoleons. It's this Code Civil. Okay, I don't know if you have Das heard ist of it. diese Codex Civil, Okay, it's Code of Napoleon. also der Kodex von Napoleon. Alright, and let's read now the last paragraph. Letzter Yes, Absatz. explained what this French civil code now resulted in. Erklärt uns, was der Resultat war von diesem französischen Zivilkodex. Sister Susie? Now the first general codification of law after so many centuries, a complete break between these two forces was achieved. The French civil code contains nothing which savours of the allegiance of the spiritual power of the Pope and the state, and is far from giving the Pope any authority whatsoever. It is the purely secular code. Yes, okay. So what happened under the code of Napoleon? So, was geschah unter den Kodex Napoleons? Pope was taken out of the equation. Church and state separated. So, Staatsmacht und Kirchenmacht trennten sich. And it's done by a two-horn power, right? Und es wurde durch eine zweihörnige Macht Mhm. vollstreckt. So it's a parallel to the constitution which was established here.
Also es ist eine Parallel zu der Verfassung, die hier aufgestellt wurde, which also separated church and state. was auch Staatsmacht und Kirchenmacht trennten. Okay, so therefore we have two witnesses here for this effect here at this waymark. So, wir haben zwei Zeugen jetzt für diese Tat, dieser Effekt hier an diese Wegmarke. And how did the United States come up here? Und wie kam den USA herauf? As a Als republic, right? eine Republik. Yes. Okay, so now let's read the next quote. So, nächste Zitat. Let's see. But blackest in the Oh, black so, cap. sorry, this one you can jump over. Also wir überspringen diesen Zitat und kommen zu dem nächsten. On the 9th of February, the French corps, commanded by Berthier, encamped in front of the Porta del Popolo. On the next day, the castle of St. Angelo surrendered. The city gates were seized, and the Pope and the cardinals, excepting 3, were made prisoners. Okay, so about which event is it speaking about here? So, über welches Ereignis spricht es hier? Yes, the deadly wound, right? Das tödliche Wunde. And General Berthier came and made the Pope prisoner. General Berthier kam und hat den Papst gefangen So genommen. right here. Okay. Gerade hier. Okay, continue please. On the 15th, Berthier made his triumphal entry, delivered a harangue at the foot of the Capitol invoking the shade of Cato, Pompey, Brutus, Cicero, and Hortensius to receive the homage of free Frenchmen on the soil of liberty, proclaimed Rome a republic, and declaring the suspension of every office of the old government, planted the tree of liberty. Okay. So what did he do? So was tat er? Planted a tree. What did we see? How did the United States come up? Wie ist den USA aufgekommen? As a republic. As a republic, So, right? wie eine Republik. And what did he say? What would Rome become? Und was hat er gesagt? Was wird Rom werden? A republic. Eine Republik. Yes, and we saw Rome typifies the United States, right? Und wir sahen, Rom schattet den USA voraus. And so, therefore, we can see right here when the Pope gets a deadly wound, he makes the United States again a republic. So, wir können sehen, wenn der Papst ein tödliches Wunde hier hat, er macht den USA wieder eine Republik. And it says here, in declaring the suspension of every office of the old government. Okay. Und eine Aufhebung von jeder Amt des alten Regierungsforms. So, and the old government was under the Code of Justinian. Und das alte Regierungsform, das war die unter den Kodex von Justinian war. And the new one will be under the Code of Napoleon, Und das neue wird unter den Kodex des Napoleons, which was a purely secular codex. was Okay. ein rein ziviles Gesetzgebung war. So, church and state is again separated. So, Staatsmacht und Kirche wieder getrennt. Okay. It's written triumphal entry. Yes. Yes. Okay. Triumphaler Einzug wird auch da geschrieben. And who else has a triumphal entry here? Wer hat noch einen triumphalen Einzug hier? Those who are riding the ass. Yes. So, Right. diejenigen, die das Esel reiten. Satan. God's people. Right? Gottes Volk. Okay. Because it says here when we read the next quote, Denn wenn wir den nächsten Zitat lesen, and this speaks about the end also of the French Revolution. da Right? spricht auch über das Ende des französischen Revolutions. Because this is when the two witnesses were raised out of their graves. Wenn die zwei Zeugen aus ihren Gräbern aufgestellt werden, And let's see what happened there. lass uns lesen, was da geschieht. God's faithful witnesses were not long to remain silent. The spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. Okay, so what happens with the two witnesses here? So, was geschieht mit den zwei Zeugen hier? They're resurrected. Yeah, they're resurrected, and what comes into them? Die werden wiederbelebt und was kehrt in sie hinein? The spirit of The life. Spirit enters them. Also Right? das Geist des Lebens kommt in sie hinein. And that's a parallel to the fifth day of the fourth month, Das right? ist eine Parallel zum 5. Tag des 4. Monats. And what happens in Ezekiel chapter 1, Und was geschieht in Hesekiel Kapitel 1, or rather chapter 2? Kapitel 2? Let's just quickly go there. Lass uns dahin, Hesekiel Kapitel 2.
So at the end of Ezekiel chapter 1, he sees the glory of God and he falls upon his face, right? Ende von Kapitel 1, Hesekiel sieht die Herrlichkeit des Herrn und fällt auf sein Angesicht. And now in chapter 2, verse 1 and 2, it says, Kapitel 2, Vers 1 und 2 sagt es And he folgendes. said unto me, Son of man, stand upon thy feet, and I will speak unto thee. That also happened with the two witnesses, right? Das geschah gerade hier mit den 2 Zeugen auch noch. And then it says, And the Spirit entered into me when he spake unto me, and set me upon my feet, that I heard him that spake unto me. So here you can see also the Spirit enters them. So hier können wir auch sehen, dass der Heilige Geist in sie hineinkehrt. Right? Yes. So it's a parallel to this point here in the French Revolution. Eine Right? Parallel zu diesem Punkt hier in der Französischen Revolution. Okay, so let's go back to the quote. So, zurück zur Zitat. It says, The world stood aghast at the enormity of guilt which had resulted from a rejection of the sacred oracles, and men were glad to return once more to faith in God and His word. Concerning the two witnesses, the prophet declares further, And they heard a great voice from heaven, saying unto them, Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. Since the French Revolution, the word of God has been honored as never before. The Bible has been translated into nearly every language spoken by man, and scattered over every part of the globe. After being, as it were, thrust down to hell, it has in truth been exalted to heaven. Okay, so what does it say here? What happens after the French Revolution with the Bible? So, was geschieht hier nach der Französischen Revolution? Was sagt es? Was geschieht mit den Bibeln? It was exalted, Es wurde erhöht and it was distributed all around the world. und Right? es wurde den ganzen Welt herum verteilt. Worldwide. Exactly. Okay. So, weltweit. August 11th, 1840. Right? So 11. August 1840. It's a glorious manifestation of the power of God. Eine herrliche Manifestation der Kraft Gottes. And the first angel's message was carried to every missionary station around the world. Und die erste Engelsbotschaft wurde zu jeder Missionsstation um den Welt herum getragen. That's why when we also, like Ezekiel, receive here the Spirit, Deswegen, wenn wir hier wie Hesekiel den Geist empfangen, then the Lord will send us all around the world. denn der Herr wird uns um den gesamten Welt schicken. And it will be a glorious manifestation of the power of God. Und das wird auch eine herrliche Manifestation der Kraft Gottes sein. And we will have a little time of peace, Und wir werden wohl eine kleine Zeit des Friedens haben, because here this woman is restrained for a while. weil hier diese Frau wird für eine Weile gezügelt. Because this constitution is somehow reinstated or strengthened. Weil diese Verfassung an dieser Stelle wird irgendwie wieder aufgestellt, bestätigt und unterstrichen. So, and that's the point I wanted to show this evening. Okay, Und das ist der Punkt, den ich heute Abend aufbringen wollte. that we can see also in the time of France, that here this code of Napoleon and the proclamation of a republic here. So, wir können sehen hier zur Zeit von Frankreich, dieser Kodex von Napoleon what did you say? And the proclamation of Rome being a republic again. Und der Ausrufung, dass Rom wieder zurück zu einer Republik geworden ist. It's a parallel to this in 1798, this constitution being established in the United States, coming up as a republic. Das ist eine Parallel zu 1798, die Verfassung etabliert werden in den USA als eine Republik, der heraufgekommen ist. So we have two witnesses, okay, that here something happens in the law system. So, wir haben 2 Zeugen, der weist hier auf, dass irgendetwas geschieht in der Gesetzgebung. And since France typifies the United States, it must has to do something with the constitution. Okay. Und da Frankreich den USA vorausschattet, es muss demgemäß irgendetwas mit der Verfassung zu tun haben. So therefore, what will provide us this time of peace is that somehow the constitution is again re-strengthened there. So, was uns diese Zeit des Friedens gewährleistet in dieser Zeit, ist, dass irgendwie irgendetwas in der Verfassung gestärkt wird. Or some law is made that is based upon the constitution that gives us some freedom. Oder ein Gesetz wird erlassen, basierend auf der Verfassung,
die uns gewisse Freiheiten gewährleisten. that will enable us to preach this message with great freedom in this little time of peace. Und das wird dazu folgen, dass wir diese Botschaft mit großer Freiheit in dieser Zeit predigen können. Just like these two witnesses that now were worldwide disseminated. Gerade so wie diese zwei Zeugen, die in dieser Zeit um den Welt herumgingen. Okay, so that's therefore some part of our prediction. Okay, So das ist demgemäß ein Teil von unserer Vorhersage. okay, everybody could follow? Konnte jeder folgen? Okay, amen? Amen. Then let's close for this evening. Dann lasst uns für heute Abend schließen.